Mit dem Achtelfinale der Euroleague im Rücken geht's heute gegen Leverkusen zu Hause. Da haben wir auch noch eine Rechnung offen. 5:1 in der Hinrunde, das hat ganz schön wehgetan. Und wir können diese englische Woche, die wir ja haben, Dortmund verloren, Galatasaray gewonnen, so ein bisschen vergolden. Also ein Punkt, den würde ich heute mitnehmen, je nachdem wie das Spiel halt läuft. Und ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, mal mit der Dreierkette spielen. Gegen Leverkusen. Das haben wir gegen Dortmund auch gemacht. Da hat es gut funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, ob das hier gegen Leverkusen auch funktioniert. Wenn das nach 10 Minuten schon 3:0 steht für Leverkusen, weiß ich, dass es nicht funktioniert hat. Aber egal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir versuchen es mit Kaba als Rechtsverteidiger. Vorne wieder Nacho Ferri. Jetzt bin ich gespannt, wie sich Leverkusen hier verhält. Die natürlich auch mit, dem besten hier angereisten Arda Güler, Wirtz, um Nummer 2 Namen zu nennen. Victor Boniface, falls sie denn heute von Anfang an noch alle spielen sollten. Aber wir haben auch eine gute Truppe. Wir sind im Achtelfinale der Euroleague, also wir können gar nicht so schlecht sein. Und die erste Chance hatten wir beinahe durch Listesch. Wir können gar nicht so schlecht sein. Zumindest phasenweise, so. Atagana, Remberg, Wanne hat ganz schön viel Platz da in der Mitte gehabt, schade, da ist Atagana schon wieder. Und da ist halt Güler auf Boniface. Jetzt könnte es zum ersten Mal eng werden. Achtung, Boniface, und die Grätsche kommt. Ich glaube von Chavez. Aber im letzten Moment, allerletzten Moment, er musste auch genau so grätschen. Ansonsten hätte es entweder Elfmeter gegeben oder Leverkusen hätte 1:0 geführt. Und wieder Leverkusen, Boniface. Da ist zu viel Platz bislang. Wirtz über die andere Seite. Achtung, oben, da ist Güler. Und der macht das 1:0. Der hat auch in der Hinrunde gegen uns getroffen. Ich glaube, der hat sogar auch das erste Tor gemacht damals. Das 1:0. Da kannst du halt nicht mitteilen. Das geht dann einmal zu schnell. Viel beweglicher einfach, natürlich, ganz klar. Und Arda Güler, dass der reingeht, das war auch klar. Da musst du auch nicht groß die Uhr nachstellen. Oder da kannst du die Uhr nachstellen. Da musst du kein großer Prophet sein, um zu wissen, dass der reingeht. 4. Tor. 2 davon gegen uns insgesamt in der Saison. Also so besonders gute Spieler treffen wahrscheinlich nur gegen uns. Ey, keine Ahnung, was das immer soll. Na gut, aber wir bleiben dabei. Ich bleibe bei der Dreierkette. Ich finde, vorne haben wir halt genauso viel Platz wie Leverkusen bei uns. Und wir haben die Chance zum Ausgleich. Und wir schlagen Postwenden zurück. Nacho Ferri. Vom Anschluss weg. Hinter die Abwehr im richtigen Moment. Und Ferri zeigt, dass er halt auch ein eiskalter Torjäger ist. Das war zum Beispiel Fridtjonsson manchmal nicht. Der hatte auch solche Chancen. Ah, schön, dass wir das nochmal sehen, das Tor. Ja, sehr schön. Schöne Fankurve da hinten in grün. Aber das hat halt Fridtjonsson manchmal nicht gemacht, ne? Solche einfachen Dinger. Der war auch stark mit dem Kopf, gar keine Frage, aber solche Dinger musst du halt machen. Und Nacho Ferri ist momentan wohl wieder in einer besseren Verfassung. Der hatte ja auch mal so einen kleinen Durchhänger drin, wo er auch nicht gut gespielt hat. Wo er uns leider nicht viel weitergeholfen hat. Aber nach jedem Tief kommt natürlich auch ein Hoch. Und ich hoffe, da wird er sich jetzt befinden. Aber Leverkusen kommt. Oh, das ist mit zu viel Platz hier. Ich glaube, ich muss wieder umstellen. Achtung, das ist eine gute Flanke. Wieder auf Güler. Nee, ist es nicht. Es ist Hofmann. Jonas Hofmann ist es diesmal, aber das ist zu viel Platz. Was ist denn das für ein Spiel hier? Innerhalb von 5 Minuten 3 Tore. Die direkte Antwort der Leverkusener. Also das geht natürlich nicht, das wird zu viel Platz hat. Und Jonas Hofmann, der hat natürlich dann auch zu viel Platz. Oh, extra nahe Kameraeinstellung. Man sieht jedes Haar, jeden Mitesser wahrscheinlich. Und der Kopfball war halt einfach gut gesetzt. Also, innerhalb von, so 6, 7 Minuten 3 Tore. Ja, und die Leverkusener machen weiter. Die gehen hier druckvoll drauf. Jonas Hofmann direkt wieder mit der Grätsche. Mal gucken, ob wir direkt wieder antworten können. Bei dem Spielverlauf bislang ist, glaube ich, auch das möglich. Nacho Ferri, leider im Abseits. Schade. Wäre zwar nicht reingegangen, aber wir hatten die Chance. Und deswegen will ich auch gerne bei der Dreierkette bleiben, aber mir ist halt hinten die Verteidigung zu offen. Das geht nicht 90 Minuten lang gut, ey. Deswegen mache ich jetzt wieder die 4-2-3-1-Formation.
dass wir eventuell ein bisschen kompakter stehen. Das ist meine Hoffnung, dass uns Leverkusen nicht völlig hier überrennt. Schöner Ball von hinten raus. Kabe auf Wanner, Ferry. Wir haben aber trotzdem den Platz. Ihr seht das. Wir haben trotzdem... Oh, schlechter Ball. Wir haben trotzdem den Platz. Weil Leverkusen uns vielleicht auch spielen lässt. Nächste Chance. Kaber. Vielleicht im Doppelpass. Lisztesch gegen Rice, gegen Würz, gegen alle. Der macht sie alle nass. Ferry wieder in der Mitte. Oh, hält den Ball. Gut gemacht. Klasse Drehung. Und da muss er sich belohnen. Das hätte ein zweites Tor verdient gehabt. Hat genau alles richtig gemacht. Einen Ball gehalten. Gegner vom eigenen Leib auch. Und dann aber leider im Abschluss nicht genau genug. Aber wir spielen gut. Sieht viel geschmeidiger aus noch als in der Hinrunde, wo wir auch echt wirklich nicht gut gespielt haben und auch halt nicht gut ausgesehen haben vom Ergebnis her. Das kann sich aber jetzt wieder ändern durch Lisztesch, aber Kaniseci im Tor. Der so ein bisschen aussieht wie Jan Sommer. Früher noch mit längeren Haaren. So, nächster Eckball. Wer traut sich mal? Wer macht's? Wanner mit der Ecke, da ist Chavez, aber knapp. Der fällt dann fast nochmal hinten rein, aber da wäre, glaube ich, Kaniseci da gewesen. Ja, es fehlt nicht viel zum Ausgleich, aber ich denke mal, am Ende wird sich dann die individuelle Klasse wieder durchsetzen. Das, was die Leverkusener halt einfach haben. Ihr müsst nur auf die Offensive gucken. Boniface, Würz, Hofmann, Güler. Das ist halt noch nichts für uns. Achtung, wieder Arda Güler und Chavez ist da. Jawohl. Auch mal so eine erfolgreiche Grätsche, ne? Dass nicht immer jeder Ball gleich reingeht oder jeder Schuss. Aber Achtung, Eckball ist da und geklärt. Wie schnell können wir umschalten? Kaber ist nicht langsam, aber gut, gegen Hofmann ist halt einfach erfahrener. Kaber ist halt leider noch nicht so weit. Aber wir haben die Chance umzuschalten. Remberg, Lisztesch, Jonga und da läuft Friedrich, glaube ich, ist es. Genau, unser Innenverteidiger läuft durch, aber warum nicht? Der kann auch einen Ball in die Mitte spielen. Ferdi ist da. Und Kaniseci. Ja, zur Not macht es der Innenverteidiger. Der ist schon wieder hinten. Marvin Friedrich. Muss jetzt wahrscheinlich gleich wieder gegen Victor Boniface ins Sprintduell. Chavez gegen Boniface. Weiß nie, was er macht. Oder beziehungsweise wann er was macht. Aber wir haben ihn gut verteidigt bekommen. Trotzdem 2:1 Führung für Leverkusen. Ganz knapp. Die wilden 7, 8 Minuten. Da dürfen wir uns nach dem Ausgleich nicht so wieder düpieren lassen. Ey, da hätte ich vielleicht schon vorher umstellen müssen. Egal, jetzt haben wir umgestellt. Und wir spielen tatsächlich gut. Also es sieht auch nach vorne gut aus. Hinten haben wir so weitestgehend im Griff bislang. Aber auch in der Hinrunde haben sie dann nochmal in den letzten 5 Minuten 2 Tore geschossen. Von daher schauen wir mal. Egal. Weiter geht's. Nacho Ferry ist schon gleich wieder vorne. Atagana, Lisztesch. Schön gespielt, schön mitgenommen. Lisztesch. Ja. Und dann über so Aktionen gleich reinfinden, wieder in die zweite Halbzeit. Auch da fehlte wieder nicht viel. Und auch gegen Leverkusen müssen wir vorne ins Pressing reingehen, weil dann, ihr seht, der Ball ist weg. Leider wieder zu schnell, aber wir sind da. Wir sind ja in den Zweikämpfen drin. Oedegaard, ey. Noch so einer. Gegen die wir halt nichts machen können. Achtung, Würz. Den darfst du so viel Platz nicht lassen. Gut, Verteidigung steht. Sinamo ist da. Nächster Angriff, wieder in die andere Richtung. Wanner, gut mitgenommen. Guter erster Kontakt. Nein, der muss auf Lisztesch. Da war so viel Platz. Ja, das war wieder ein gutes Beispiel dafür. Großen Radius gehabt und dann spielst du den Gegner genau in den Fuß. Das darf halt nicht sein. Das darf nicht sein. Achtung, Luis Guilherme geht da durch. Und Boniface ist da, aber Friedrich. Im letzten Moment. Und dann geht's schnell nach vorne. 1, 2 Kontakte und Jonga ist frei gegen Diomande. Komm, gib Gas. Ferry lässt sich fallen. Da ist er. Nacho Ferry. Alleine gegen alle. Ja, läuft da gegen jemanden auf. Aber war schon alles gut. Kein Elfmeter. Ja, so Spieler hätte ich auch gerne. Die im Strafraum oder die im Mittelkreis machen können, was sie wollen. Die haben wir halt leider nicht. Dafür Leverkusen über Güler. Die sind nicht zu stoppen.
Da kannst du wirklich wieder nur beten und hoffen. Und wir haben hinten Sinamoy, einen guten Keeper, der halt so Bälle hält. Zum Glück. So, oben Kaba und dann antizipieren die natürlich auch. Ne? Ich meine, der Ball da gerade oben, wenn der durchkommt, haben wir wieder eine große Chance. Atagana ist aber auch dazwischen. Auch das ist eine faire Grätsche. Und wir haben wieder Platz über Wanner. Listic, der muss jetzt nur gut gespielt werden. 2 auf 1. Da kommt der zweite noch hinzu, den habe ich nicht gesehen. Aber Ferry bleibt trotzdem dran. Der bleibt trotzdem in der Aktion und macht den Doppelpack. Und da gibt es den Greedy. Und wir sind wieder da. Da hätte ich gedacht, auch schön, 2 auf 1. Dann habe ich den unten nicht gesehen. Dann haben wir natürlich auch Glück, dass der durchkommt. Natürlich. Aber das gleicht sich irgendwann aus. Wir haben auch wieder Aktionen, wo der Ball dann auch genau umgekehrt zu den Gegnern springt wahrscheinlich im Strafraum. Da hatten wir jetzt mal das Glück, weil Ferry dran bleibt, weil er sich durchsetzt und er markiert seinen Doppelpack. Und ich glaube, der hat jetzt fast so viele Tore, wie er auch Spieler hat. Würde ich mal schätzen. Also wieder der Ausgleich. 2-2 und jetzt aufgepasst. Nicht wieder die direkte Führung für Leverkusen. Hofmann kommt. Wagner auf der Außen. Der hat auch viel zu tun mit Hofmann. Oedegaard, das müssen wir immer wieder versuchen zuzulaufen. Das wird nicht immer funktionieren. Die werden auch irgendwann nochmal durchkommen. Aber wenn wir es so verteidigt kriegen wie gerade, dann bin ich zufrieden. Und das noch 20 Minuten. Dann haben wir hier ein Remis, ein verdientes Remis gegen Leverkusen. Dann ist das schon mal besser als in der Hinrunde. Ihr seht, die sind völlig platt. Die sind absolut platt. Das ist halt dieses Ding, wenn du im 2-3-Tages-Rhythmus spielst, dann hast du halt solche Bedingungen. Deswegen machen wir mal Wanner hier auf 10. Ja, wir müssen halt Hekimoglu über die Außen bringen. Oder, nee, warte mal. Domenech über die Außen. Machen wir jetzt einfach, auch wenn er es nicht spielen kann. Ja, und Hekimoglu muss ins Mittelfeld, ey. Also Atagana, der hat, glaube ich, keine gute Fitness. Aber der kann da auch nicht spielen. Kann da Wanner zufällig spielen? Der kann da auch nicht spielen. Wie wäre es mit Domenech? Nee, der kann da noch weniger spielen. Ja, da muss Atagana durchspielen. Da muss ich Rogov mal zumindest hier auf die Reservebank nehmen. Oder kann Listic? Nee, der kann das auch nicht. Also ich muss Rogov auf jeden Fall. Ich brauche eine Alternative für Atagana, weil der geht immer sehr schnell mit seiner Fitness runter. Beziehungsweise mit seiner Ausdauer. Deswegen gucke ich vielleicht auch nochmal am Deadline Day, ob so ein zentraler Mittelfeldspieler nochmal vom Laster fällt. Aber jetzt müssen wir erstmal Boniface gucken. Gegen Chavez. Oh, das haben sie gut und schnell gespielt. Aber wieder ist ein Bein dazwischen. Achtung. Chance lebt noch. Yilmaz und wieder Boniface. Und es war nicht zu verhindern. Wir kriegen den Ball hinten nicht raus. Leverkusen bleibt vorne dran. Das, was ich gerade gesagt habe. Du kannst nicht jede Aktion des Gegners verteidigt bekommen. Das geht einfach nicht. Und hier setzen sie nach. Schöner Ball. Und dann ist halt die Lücke da. Die Abstände zu groß. Und Boniface nutzt das halt. Ein Mann seiner Qualität. Da kommt auch leider die Grätsche zu spät von Friedrich. Da ist leider nichts zu machen. Erneuter Rückstand zum 3. Mal. Vielleicht zum 3. Mal den Ausgleich. Jetzt mit frischem Personal auf der Platte. Atagana halt nicht mehr. Der läuft wirklich auf Reserve. Aber wir haben noch Wanner. Wir haben vorne Nacho Ferry. Der darf auch gerne nochmal ein 3. Mal treffen. Der hat die Chance. Ja, erstmal nicht. Und Domenech, der kommt da nicht ran. Und jetzt würde ich doch nochmal auf die Dreierformation umstellen. Dass wir vorne nochmal ein bisschen mehr Präsenz haben. Wir müssen jetzt riskieren, ob wir jetzt ein 4. Ding kriegen oder hier noch zum Ausgleich. Das würde ich dann auch in Kauf nehmen. Aber auch so ein Ball von Wanner. Der muss einfach oben ankommen, egal wie. Der muss auf Godowski durchkommen. So viel Platz. Und jetzt ist Leverkusen vorne. Über Wirtz. 1 gegen 2, 1 gegen 3. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich zu Ende sein. Chavez, nein. Ist dazwischen. Aber er muss den Ball schneller gespielt kriegen. Ihr seht das, wie Leverkusen uns hier unter Druck setzt. Das ist Wahnsinn. Du kommst nicht ran. Du kommst auch hinten nicht raus, weil wir zu langsam hinten rausspielen. Leider. Und dann kann Leverkusen natürlich nochmal wechseln und bringt Grimaldo rein. Das ist dann auch wieder ein Qualitätsunterschied. Aber noch sind wir nicht geschlagen. Wir haben noch 5 Minuten mit Nachspielzeit. Eine Chance werden wir hoffentlich noch kriegen. Kaba und Wanner. So, jetzt. Wenn es schnell geht. 2 gegen 2, 2 gegen 3 Atagana. Wanner, ja, das
Hätte wieder nicht gereicht von der Zeit her. Der wäre wieder im Abseits gewesen, deswegen habe ich nach hinten rumgespielt. Oder nach hinten gespielt. Oh, und Boniface, jetzt wird es wahrscheinlich zu Ende sein. Jetzt spielt er noch einmal quer oder macht es alleine. Nein, er macht es nicht alleine, aber Abseits. Von Yilmaz, das war Abseits. So einfach geht es dann auch nicht. Aber die Kräfte lassen nach. Die Pässe kommen auch nicht mehr so an. Das zum Beispiel auch von Sinamoy. Der muss einfach genauer gespielt werden. So. Es wird die letzte Chance sein. Wanner, Ferry. Hier doch noch irgendwie zum Remis zu kommen. Ferry über Domenech. Nee, Fehlpass um Fehlpass. So kannst du keinen Punkt holen gegen Leverkusen. So kannst du leider keinen Punkt holen, aber so. Na, so nicht. So nicht, so nicht. So nicht. Zu viele Fehlpässe. Jetzt gerade zum Schluss, gerade wenn wir es gebraucht hätten. Leider zu viele Fehlpässe und von daher wird auch Leverkusen das Spiel in der Rückrunde gewinnen und zwar mit 4:2, weil Boniface nochmal rüberspielt auf Declan Rice und die kriegen jetzt nochmal einen Elfmeter. Das ist jetzt auch egal. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Schade. Gerade am Ende und wenn du merkst, dass die Kraft nachlässt, dann kommen halt auch die Pässe nicht mehr an, dann bekommen wir nicht mehr die Durchschlagskraft. Da hätte ich übrigens nicht Elfmeter gepfiffen, weil Declan Rice halt schon geschossen hat. Die Logik ergibt sich nicht bei mir, dass wenn man schon geschossen hat, dann trotzdem noch einen Elfmeter kriegt. Naja, also Arda Güler, die Chance aufs 4:2 zu stellen, aber Sinamoy, nochmal was Erfreuliches, hält seinen ersten Elfmeter, aber am Spielausgang verändert das leider auch nichts mehr. Also, es war knapp, 3:2, wir haben besser gespielt als in der Hinrunde, aber es setzt sich dann halt die Qualität durch. Leverkusen hat vorne gepresst, als wenn es um Leben und Tod ginge und von daher mussten wir leider noch ein drittes Mal den Ball aus dem Netz holen und verlieren dann auch gegen Leverkusen mit 3:2. Ja, es dauert nicht mal lange, da werden wir auch gegen solche Mannschaften irgendwann uns halt auch durchsetzen. Aber momentan fehlt halt leider noch die Qualität. Wir müssen uns halt Stück für Stück aufbauen. Wie gesagt, wir kommen aus der 3., 2. Liga, sind dann direkt aufgestiegen, haben dann die Klasse gehalten, sind in die Europa League eingezogen. Neue Nachricht von Jongwa. Du kannst noch mehr. Aber ich muss so nach einem ZDM muss ich halt nochmal gucken. Entweder setze ich Rogov jetzt standardmäßig auf die Bank. Warum ich das eigentlich nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe halt zu viele Stürmer vorne. Ich habe 5 Stürmer, 5 Offensive. Da brauche ich nochmal einen für die Mitte. Kovacevic wäre auch noch da, aber ich würde da Rogov hin tun. Das ist der einzige, den wir haben und der hat halt eine 68. Das geht nicht. Mal hier erstmal hier Castanaras. Obwohl, nee, eigentlich müsste Domenech. Wir machen mal Domenech runter. Rogov und dann würde ich trotzdem noch jemanden fürs ZDM holen, weil hier, ihr seht, ey, Atagana. Ich weiß gar nicht, warum der nicht so eine gute Fitness hat. Haben wir einen unfitten Spieler gekauft? Also, das werde ich machen, weil wir haben nur noch 10 Stunden im Transferfenster. Das würde ich jetzt nicht unbedingt ausreizen wollen. Ich wollte nochmal auf die Tabelle gucken, bevor wir den Part beenden. Und dann gehen wir im nächsten Part rein. Gegen, ich weiß gar nicht, gucken wir auch nochmal gleich nach. Also nach wie vor auf dem 8. Platz. Wir haben 3 Punkte vor Gladbach. Wir sind auch weiterhin nur 3 Punkte von den Bayern entfernt. Also wir sind noch im Soll. Wir haben erst 20 Spiele rum. Das wird noch sehr, sehr spannend. Und unten gucken wir mal. Heidenheim, St. Pauli, Augsburg. Ja, die haben schon einen gewissen Abstand auf Köln. Die haben wiederum auch Rückstand auf Bremen, Hamburg, Stuttgart. Also, so sieht es momentan in der Bundesliga hier aus. Nächsten Gegner, gucken wir mal. Ist ja ein neuer Monat, der dann beginnt, der Februar. Ah, jetzt kommt das Pokalspiel gegen Magdeburg. Okay. Also Chance auch da nochmal ein bisschen finanziell nachzulegen, dann ins Halbfinale einzuziehen. Dann kommen auch 3 richtig starke und schwere Gegner. Der VfB, dann 2 Heimspiele gegen Bayern und Leipzig und Gladbach. So sieht es im Februar aus. Viele interessante Spiele. Schauen wir mal, dass wir zumindest im Pokal weiterkommen gegen die anderen Mannschaften. Da rechne ich mir auch unter anderem was aus. Jetzt gucken wir mal, ob es noch irgendeinen gibt, den ich zu Münster lotsen kann. Und sei es für eine Leihe für ein halbes Jahr. Also macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Halbfinale, nein, Viertelfinale. Hoffentlich dann Halbfinale gegen Magdeburg. Macht's gut. Ciao, ciao.